Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unterm Messer, eurem hoffentlich Lieblingspodcast im Bereich Beauty und plastische Chirurgie. Mein Name ist Barbie Breakert und ich sitze hier wie immer mit dem wunderbaren Christian Rössing. Hallo mein Schönen Schatz. guten Tag. Na, wie findest du unsere Mikros? Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen bunt heute. Ich finde es super und auch das Thema passt ja auch irgendwie. Eigentlich schon zu dämlich, das so zu sagen, aber irgendwie finde ich das gut. Ich finde es auch besser als schwarz. Pink für die Girls und blau für die Jungen, so ist Da sind wir uns denn da sicher? Hi. Eine Sache ist ganz wichtig zu sagen bei dieser Folge, mehr als bei allen anderen. Wir sind beide zwar Fachmenschen in dem, was wir tun, aber wir sind beide keine transspezifischen Fachmenschen. Das heißt, wir werden zwischendrin mal den einen oder anderen Begriff vielleicht falsch verwenden oder wir werden vielleicht ein Thema nicht hundertprozentig genau so wissen, wie ihr das vielleicht erwarten würdet. Und manchmal wisst ihr vielleicht sogar was besser. Seid ein bisschen gnädig mit uns in dieser Folge. Wir meinen das nicht böse. Es ist kein, wir haben uns nicht informiert. Wir haben uns sehr gut versucht vorzubereiten. Aber manchmal passieren da kleine Flüchtigkeitsfehler. Und seid da bitte gnädig mit uns. Bevor wir hier voll ins Thema einsteigen, wir sind ja heute auf einer kleinen Themenreise quasi. Es geht um das Thema Transition beziehungsweise auch Transidentität im weitesten Sinne. Wir befassen uns mit dem ganzen Themenbereich, also was bedeutet eine Transition überhaupt, wie findet das statt, was gibt es für chirurgische Geschichten, was ist sozial, was kann man mit Hormonen und so machen, lalala. Das, was wir aber auf jeden Fall vorausschicken möchten, weil es uns beiden ein dringendes Bedürfnis ist, dass in diesem Podcast wird über die Berechtigung von Transmenschen, sich als Transmenschen zu definieren und ihren Weg zu gehen und ihr Leben zu leben, wird nicht diskutiert. Ne? Transfrauen sind für uns Frauen, Transmänner sind für uns Männer, da gibt es keine großen Diskussionen und diese beschissene Dämonisierung, die momentan stattfindet, die Transmenschen weltweit irgendwie zu den bösen Menschen macht, die an allem schuld sind, ist einfach ein politischer, fieser Schachzug von rechtskonservativen Wichsern, wenn ich das so deutlich sagen darf. Und da haben wir gar nichts mit zu tun. Bei uns seid ihr safe, wir lieben euch. Und es tut uns leid, was mit euch passiert. So, ne? Stimme ich voll und ganz zu und finde es auch richtig, dass wir das jetzt hier direkt vorweg sagen. Ja, also diese ganzen Diskussionen, ich kann es überhaupt nicht mehr sehen. Ich habe so viele Trans-Menschen in meinem Freundeskreis und bin mit so vielen Leuten befreundet, auch in Amerika, die das einfach in den USA, die das irgendwie am eigenen Leib täglich abkriegen müssen, ne? Was da diese ganzen Hetzkampagnen in den Medien, die laufen, die einfach denen das Leben so wahnsinnig schwer machen und ne, auch so vielen Leuten schon auch das Leben gekostet haben, muss man auch sagen. Die Suizidrate ist nach wie vor wahnsinnig hoch und wird höher. Die Detransition Rates sind höher, also die Leute, die ihre Transition rückgängig machen, weil sie einfach nicht, weil sie das bereuen, sondern weil sie den Druck nicht mehr aushalten, weil sie in dieser Zeit den Druck nicht aushalten. Das ist eine furchtbare Geschichte und das ist so unnütz. Naja, es kommt ja on top dazu, zu allen Problemen, die um so eine Geschichte drumherum schon da sind. Und wenn dann die öffentliche Akzeptanz einfach nur noch weiter nach unten geht, dann ist das einfach, also ich finde es völlig schockierend. Ich hätte es mir auch nie geträumt. Nee, es ist wirklich eine Katastrophe. Und auch, ne, ich kann jede Cis-Frau verstehen, die sagt, ich habe Angst vor Männern auf der Frauentoilette. Ne? Ich kann das total verstehen, aber Transfrauen sind halt keine Männer, die sich mal eine Perücke aufsetzen, um auf der Frauentoilette den Frauen nachzustellen. Das sind Cis-Männer, vor denen ihr Angst habt. Ne? Und das sind ja am Ende die gleichen Leute, vor denen wir auch Angst haben. Das sind die Leute, die uns jagen, die euch vergewaltigen, die euch sexuelle, körperliche oder auch digitale Gewalt antun. Guten Tag, Christian Ullmann, du Arsch. Wie heißt der, Ullmann? Ulmen. Also ja, wir haben alle das gleiche Problem und das sind nicht Transfrauen. So, und darüber kann man einfach auch mal so sprechen, wie es ist. Und wir sollten uns daran erinnern, wo die Gefahr droht und uns dem zusammen entgegenstellen, finde ich so. Kampf-Barbie-Modus aus. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Folge. Medical-Modus on. Yes! Das, worüber ich als allererstes sprechen will, ist mein neues Gesicht. Ihr habt es bestimmt schon aber ich muss es einfach nochmal sagen. Wir haben uns jetzt, ich glaube, einen Monat nicht gesehen. Also hier zumindest zum Drehen. Ja, in einem Monat. Ja. 6 Wochen fast, ja. Genau, und das wisst ihr nicht, aber wir filmen immer 2 Folgen an einem Tag. Das heißt, das letzte Mal haben wir, ne, da war kein Monat dazwischen, sondern wir haben die letzten 2 Folgen, die ihr gesehen habt, war das gleiche Gesicht. Und jetzt ist ein Monat dazwischen. Also du verrätst da jetzt hier Geheimnisse. I know. Wahnsinn. Aber es ist jetzt ein Monat Heilung dazwischen und das Ergebnis ist halt wirklich doll und meine ganze Angst von wegen, ach, man sieht es ja gar nicht und ne, ist halt sowas von weggefegt und ich bekomme, ungelogen, so viele Komplimente. Ganz viele Leute können immer noch nicht einordnen, was es ist. Die sehen mich nur und sagen irgendwie,
hast du abgenommen? Und ich meine, habe ich ja auch, aber das sind Leute, die mich auch vor 3 Monaten gesehen Ja. haben. Seitdem ist ja nichts passiert. Also es ist immer so, ich kann nicht genau einordnen, was es ist, was gut ist, weil das heißt, es ist sehr natürlich. Aber die Begeisterung hält an und alle Leute wollen wissen, welcher Arzt das gemacht hat und was das genau ist. Also die sollten dir hier demnächst die Bude einrennen, hoffe ich. Ja, es freut mich in erster Linie, dass es, was heißt, es geht ja auch gar nicht um, es gefällt mir, es geht ja darum, dass das Ziel erreicht ist und zwar zu so einem, auf einem Level, wo es eben auch nicht übers Ziel hinausschießt. Mhm. Und wenn du da gutes Feedback bekommst, ich meine, besser kann es nicht gehen und ich freue mich natürlich. Es ist wirklich mega. Was ich auch gemerkt habe, ist, also ne, du hast wie immer mit allem recht gehabt. Auch, dass du mich gewarnt hast und gesagt hast, wir dürfen nicht zu viel machen, weil dann passiert das und das und das, weil ich wollte ja immer so ein super tief liegendes, Cher-mäßiges Auge haben mit so einer ganz hohen Augenbraue. Oh ja. Ja, das war mein Ideal. Ich merke aber jetzt, es passt überhaupt nicht in mein Gesicht. Also ne, das, was jetzt ist, finde ich mega, aber ich merke auch, hätten wir überkorrigiert, hätten wir das gemacht, was ich eigentlich wollte, das extremere Ergebnis, wo ich eigentlich hin wollte, wäre es mir zu viel. Also auch da Unter hattest du Umständen ja. wieder recht. Aber manchmal habe ich auch nicht recht. Manche finden es dann halt übertrieben gut, aber es sind die wenigsten. Und ich freue mich, dass du es gut findest und in dem Fall auch für dich alles optimal gelaufen ist. Also du meinst, die Leute möchten oft dann eine Überkorrigierung und sind dann nicht zufrieden, weil es ihnen nicht extrem genug überkorrigiert, ist. ja, das kommt vor und ich will Okay. das auch gar nicht immer so darüber ein Urteil fällen. Ich bin manchmal schockiert, weil ich das den Patientinnen überhaupt nicht so zutraue. Mhm. Und das geht ja auch schon bei Brüsten manchmal los, wo ich denke, warum will sie das jetzt so haben? Aber das steht mir nicht zu, das zu urteilen. Ich Mhm. versuche immer ein bisschen zu bremsen und wirklich einen Mittelweg zu finden, der auch medizinisch funktioniert und dann ist es auch okay. Okay. Jetzt steigen wir mal ins Thema ein. Jo. Ne? Wir haben ja nur eine gewisse Anzahl von Minuten in dieser Folge und wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Lass uns doch erstmal klären, was wir unter einer Transition überhaupt verstehen und was da alles so dazugehört. Dazu gehört, also grundsätzlich heißt es damit, ist damit gemeint, eine Transition bedeutet, dass ein Mensch, der mit einem männlichen Geschlecht geboren wurde, aber ein weibliches Geschlecht lebt Right. und sich fühlt im weiblichen Geschlecht. Das ist eine Transition, die er durchmacht mit verschiedenen Punkten und Ausläufern in ganz verschiedene Richtungen und natürlich auch als Frau geborene oder als mit weiblichen Merkmalen geborene Männer, die im Laufe, und das ist ja der Scheidepunkt, ist ja immer die Pubertät, wo sich dann im Prinzip die Spreu vom Weizen trennt und dann entstehen ja auch die Probleme, wenn man es nicht angeht. Und ja, das ist die Transition, die man dann durchmacht, wenn man davon, ich will nicht sagen betroffen ist, Right. aber es ist ja in irgendeiner Weise, man sagt das immer so, man will das nicht als Krankheit oder betroffen, das ist es nicht. Aber es ist ja schon ein Prozess, der ist nicht easy. Und damit strugglen ganz viele. Und das muss man einfach auch so sagen. Das ist, Absolut. Und es ist, also, ne, ich bin große Befürworterin immer schon gewesen von den sogenannten Puberty-Blockern, da kommen wir gleich noch zu, die eben Kindern und Jugendlichen, die sich trans fühlen, die das Gefühl haben, sie haben den falschen Körper quasi erwischt bei der Geburt. Die Seele matcht nicht mit den körperlichen Merkmalen, weil die den Kindern einfach noch ein bisschen mehr Zeit verschafft, sich Ja. zu orientieren und ne, noch ein paar Jahre Ruhe zu haben, bevor dann unwiederbringliche, irreversible Veränderungen im Körper, in der Stimme, in der kompletten Physiognomie entstehen, die sich dann wirklich wahnsinnig schwer zurückdrehen lassen. Also ne, die Transfrauen, die ich kenne mit dem besten Passing nennen wir, wenn man im Alltag eben durchgeht als das Geschlecht, das man empfindet, wenn die Leute auf der Straße nicht anhalten und sagen, Moment, was ist denn mit dir? Die Frauen mit dem besten Passing, die ich kenne, sind fast ausschließlich Frauen, die eben Puberty-Blocker genommen haben und dann vor der Pubertät ihre Transition beginnen konnten, weil dann, ne, du kriegst dann nicht diese Stimme und die Braue entwickelt das, ja, it's all a different struggle. Aber Transition ist ja nicht nur die körperliche Geschichte, sondern es gibt noch eine soziale Transition natürlich, es gibt die hormonelle Geschichte, also es gibt ja ganz viele. Es sind ja 3 Säulen im Ende. Quasi, ja. Und die ich bespiele oder die wir eben auch mit anbieten, sage ich mal so, in unserem Portfolio, ist einfach die äußerliche, dass man also das Passing irgendwie begleitet und so hinbekommt, dass die betroffene Person, die mich aufsucht,
in dem Geschlecht, in dem es sich fühlt, Mhm. durchgeht. Mhm. Und das helfen wir, dass wir das hinbekommen. Und natürlich muss es einfach begleitet werden mit einer hormonellen Substitution, mit einer Mhm. sozialen. Und ich will auch nochmal was sagen zu diesem Pubertätsblocker. Das ist wirklich eine tolle Sache, weil genau in der Pubertät ist ja auch die Reifung ähm, der sozialen Verhaltensweisen quasi im Gange. Mhm. Und wenn ich dann diese Zeit gebe, diese Reifung im Gehirn im Prinzip nicht gleichzusetzen mit den hormonellen Übergriffen auf Mhm. meinen Körper und das nutzen kann, das ist einfach toll. Es gibt ja super schöne Beispiele von Menschen, die das gemacht haben, die auch viel einfacher es dann danach haben. Ne? Wenn die Ja. Pubertät dann eingeleitet wird mit Östrogen oder mit Mhm. Testosteron, dann sind die einfach viel besser dran. Eben, und Und es ist ja reversibel. Also ne, eine aufgehaltene Pubertät setzt in dem Moment ein, wo du den Pubertätsblocker wieder entfernst. Also richtig, ne, dann macht der Körper genau die gleiche Entwicklung durch, richtig. die er ohne die Pubertätsblocker gemacht hat, nur eben ein bisschen verzögert. Also es ist eine sehr sanfte Möglichkeit, um da eine gewisse Gewissheit zu erreichen für alle Beteiligten, weil man will natürlich Kids nicht auf den Weg schicken und da radikale Einschnitte machen, die nur sehr schwer wieder reversibel sind oder gar nicht. Aber schwer durchzubekommen, ne? Genau. Also Es, diese Trump-Lüge von, die Leute schicken ihre Kinder in die Schule und dann kommen sie mit einem anderen Geschlecht zurück, ach, komplett operiert. Das ist so ein hanebüchener Schwachsinn und trotzdem glauben das auch hierzulande so viele Leute. nein, es ist totaler Das ist so Unsinn. insane. Es muss genauso wie bei jeder Transition, es muss auch bei so einem Pubertätsblocker, es müssen, muss ein Psychologe, es müssen sogar zwei Psychologen unabhängig davon das auch bestätigen. Also man kann nicht einfach, weil man glaubt, Medikamente verteilen und Hormone blockieren. Das ist totaler Nonsens. Hm. Es wird nur, denke ich, zu wenig in Anspruch genommen, weil es einfach immer noch so unter vorgehaltener Hand diskutiert wird. Eltern schämen sich, wollen das nicht sagen, versuchen das, das wird schon, wird schon, wird schon. Und es geht so schnell, dann ist die Pubertät da und dann geht es richtig los. Ja, und ich erlebe auch häufiger, ich lese das häufiger tatsächlich, oder auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die, ne, die LehrerInnen sind, die aus ihrer Erfahrung an der Schule erzählen, dass es ganz häufig auch so ist, dass Kids erstmal das so ausprobieren. Ne? Ich definiere mich ja selber auch als nicht binär. Also es gibt, auch das ist ja ein größeres Thema geworden. Und dass Kids das in der Schule erstmal auch ausprobieren, oft auch ohne den Eltern das zu sagen, dass sie mit einem neuen Namen vielleicht daherkommen oder auch sagen, ich möchte gerne, dass ihr mich so oder so nennt, dass wir, vielleicht können wir Neopronomen benutzen oder sprechen nicht mal mit weiblichen Hormonen an, vielleicht Hormonen, sage ich schon, Pronomen. Pronomen. Ne, das einfach, um mal zu testen, wie sich das anfühlt. Und ich erlebe oder ich höre dann sehr oft, dass Eltern dann total echauffiert sind und sagen, ja, in der Schule werden meine Kinder verwirrt oder so. Und da denke ich dann auch, naja, also wenn eure Kids, wenn ihr nicht das Verhältnis habt, dass eure Kids euch das zuerst erzählen, sondern das vielleicht, ohne dass ihr das mitbekommt, erstmal in der Schule ausprobieren, würde ich jetzt nicht alle anderen dafür verantwortlich machen, sondern würde mich mal fragen, warum mein Kind mir nicht vertraut. So, das ist eine unangenehme Wahrheit, aber trotzdem eine Wahrheit. Ja, Ne? Wenn dein Kind das hinter deinem Rücken macht, dann heißt das, dass bei euch irgendwas nicht in Ordnung ist. ja, Und anstatt da in Angriffshaltung zu gehen und das zu versuchen zu verbieten oder niederzuschmettern, würde ich mich mal ganz schnell darauf besinnen, da ja. vielleicht ein bisschen Verständnis und Vertrauen herzustellen. Ähm, Jetzt lass uns mal sprechen über die Geschichten, die wir machen können, die ihr machen könnt quasi, um bei erwachsenen Menschen dann unterstützend zu helfen bei der Transition. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass wir von oben nach unten uns durch die verschiedenen Sachen durcharbeiten, oder? Man Macht kann das von Sinn? oben nach unten gehen, man kann auch von jung nach alt gehen, weil das ist natürlich auch, würde ich jetzt zwar nicht empfehlen, aber es ist immer wieder interessant, das, was wir jetzt gerade angesprochen haben mit Kindern, die in der Pubertät sind, an diesem Scheidepunkt, dann haben wir natürlich auch Menschen, die aus sozialer Hinsicht an Scheidepunkten stehen. Ich habe Hm. nicht weniger im Laufe meines Berufslebens gehabt, die zu mir kommen für diese Geschichten, nachdem die Eltern gestorben sind. Mhm. Da habe ich auch schon über Ja, 60-Jährige, ja, ja, ja. die mich fragen, können Sie irgendetwas tun, damit dass ich so aussehe, wie ich bin, Mhm. ja. Und das ist manchmal ganz schön, also ich will nicht sagen It's schockierend, heartbreaking. ja, es ist heartbreaking und ich denke mir, wow, was ist da eigentlich Mhm. die letzten 40 Jahre, 50 Jahre, wie ist dein Leben verlaufen? Das tut mir wirklich weh.
Deswegen ist es natürlich alles, je früher, desto besser und wir können einfach besser helfen und es sieht manchmal wahnsinnig gut aus. Ja, Und wir fangen vielleicht mal von oben nach unten an. ja. Ja, let's do that. Haare, Haarlinie. Die Haare. Die Haare sind super wichtig. Yes. Hauptsächlich wir machen ja auch mit einem super Team hier bei uns Haartransplantation. Und das sind ja fast immer Männer, Cis-Männer, die sich das angedeihen lassen. Denn Übrigens auch Gender Affirming Care an dieser Stelle. Ne? Und das ist natürlich aber einfach nicht die einzige Zielgruppe. Right. Denn da gibt es nämlich auch ganz viele Transfrauen, die das Problem haben mit der Haarlinie, mit Haarausfall, wenn das eben schon das Testosteron zugeschlagen hat. Und da ist natürlich das ganz super zu machen. Mit einer ganz normalen Einzelhaartransplantation kann man auffüllen. Und es gibt auch die Verlagerung der Haarlinie. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn das ist ein weibliches Attribut. Wenn die Haarlinie einfach ein bisschen tiefer liegt als Ja, und auch bei eine Männern. Rundung hier, ne? Also ich sehe das ganz häufig, dass einfach eine rundere Haarlinie hier als weiblicher gelesen wird und in dem Moment, wo hier halt diese typische Geheimratseckenform reinkommt und dann hier vorne so eine spitzere Geschichte, dass das sofort als männlich gelesen wird. Also oft ist der Wunsch, dass hier einfach aufgefüllt wird an der Seite, ne? Richtig. Es wird aufgefüllt und wenn es einfach nicht aufzufüllen geht oder wenn die ganze Struktur der Stirn, auch die Muskulatur, wir schauen ja auch, wir können ja nicht Haare implantieren da, wo der Muskel schon zieht. Ja, also das geht bei mir jetzt gerade nicht so, weil ich viel Botox. Und dann, aber das ist einfach ein wichtiger Punkt und der wird ganz oft in Anspruch genommen und auch die Haarlinienverlagerung, die muss natürlich dann chirurgisch erfolgen. Dann schneidet ihr quasi im Haaransatz hier eine Linie und zieht runter, oder? Richtig, genau. Okay. Das ist der Weg. Okay. Und da muss man natürlich eben auch mit beherzigen, dass es dann auch Narben gibt, die man sieht. Habe ich aber auch bei Cis-Frauen schon gesehen. Ja? Ja. Auch, also wo ich dann dachte, gut saftig, so hätte ich nicht machen. gemacht. Also, ne, weil Es sieht manchmal ein bisschen komisch aus, aber dann gibt es auch wieder ein Mittelchen eben auch nochmal in diese Narben, kann man ja zum Beispiel auch noch Haare transplantieren, funktioniert auch teilweise ganz gut und verdeckt dann sozusagen diese scharfe Linie. Und das ist jetzt die Sache mit den Haaren, mit der Haarlinie. Super wichtig und führen wir auch ziemlich häufig durch, muss ich sagen. Und bei den Jungs ja andersrum genauso, ne? Also Transmänner haben ja sicherlich auch sehr genaue Vorstellungen davon, wie Haarlinien, wie Bart. Bart wächst ja erstaunlich gut, finde ich, durch Testosteron, oder? Erstaunlich gut. Es ist weniger, dass dann die haben auch erstaunlich guten Haarausfall dann. Also das ist auch so. Also da muss man gar nicht viel dazu tun und die Behaarung, die dann natürlich durchs Testosteron, durch diese Therapie entsteht, die ist schon beeindruckend in manchen Fällen. Also da denke ich mir, da muss man nicht viel, also da tun die Hormone ihr eigenes. Ja. Wir haben natürlich immer mal noch die Nachfragen, dass bei Transmännern auch zusätzlich ein bisschen Barthaar noch transplantiert wird. Ist auch möglich, eine Barthaartransplantation. Ja, ist weil so ein kein anständiger Problem. Bart dauert ja auch, ne? Also ich weiß, wie das bei mir gedauert hat, bis ich meine, ich habe immer noch keinen dichten Bartwuchs, aber ich habe jetzt einen Bartwuchs, ich kann mir jetzt einen Schnurrbart wachsen lassen, zum Ja. Beispiel, was halt mit 20, 25 gar nicht denkbar gewesen wäre. Da war einfach nicht genug. Ja. Das hat eine ganze Weile gedauert. Aber ich blende mal für euch ein paar wirklich heiße Transmänner auch ein, ne, mit einem massiven, tollen, vollen Bart, wo ich auch denke, wow, also good for you. Absolut. Hot. Und auch überhaupt die Veränderung des Körpers durch die Hormone. Das ist, glaube ich, die Basis auch. Ohne die funktioniert es natürlich schlechter. Und je älter die Person ist, umso schwieriger ist eben auch die Veränderung körperlicher Merkmale durch die Hormone. Weil der Körper einfach nicht mehr so auf die Hormone anspringt. Richtig. Verstehe. Ja, und dass der Körperumbau auch Veränderung der Hüfte, breitere Schultern, Gesichtskonturen ändern sich. Fettverteilung ist anders. Ne? Fettverteilung ist anders. Das ist im Übrigen wirklich ein Problem, ganz oft bei Transmännern, wenn einfach auch so die Konfiguration Becken, Hüfte, die kriegen wir nicht mehr weg. Das ist auch nicht durch verschärfte Fettabsaugungen oder sowas zu korrigieren. Selbst das nicht. Nein, weil es einfach die skeletäre Struktur, die ist einfach dann schon ausgebildet. Und das kriegt man nicht weg, deswegen sieht es manchmal so ein bisschen nicht so passend aus. Kann man aber auch ganz gut retuschieren. Ja, also gerade in meiner
nicht-binären ähm, in meinem nicht-binären Bekanntenkreis, ich kenne super viele, die eben Brüste haben und die halt immer noch mit Binder auch tragen, ne? Also die sich das einfach wegbinden den ganzen Tag, weil sich das nicht richtig anfühlt für die. Und die es einfach dann mit diesen sehr, sehr engen, sehr steifen Tapes den ganzen Tag lieber rumlaufen, weil sie halt auch sagen, also ich kann mich damit nicht identifizieren, das stört mich, das ist mir zu weiblich. Die sind jetzt gar keine Transmänner, sondern es ist einfach eine Form von Femininität, die sich nicht stimmig anfühlt mit ihrem Körper und dann wird das halt weggebunden. Ganz viele von denen gehen aber dann auch so weit und machen die Top-Surgery. Da reden wir aber gleich drüber. Wir sind ja noch quasi im Gesicht. Ja. So, wir sind jetzt aus der Haarlinie raus und rutschen ein Stück weiter runter. Und dann gibt es ja zwei große Begriffe, die eher ein Sammelbegriff sind für eine Vielzahl von möglichen Eingriffen. Wir reden also von der Facial Feminization Surgery, kurz FFS, oder der Facial Masculinization Surgery, FMS. Bei der FFS, ich habe eine Freundin, die das gemacht hat und ich war fasziniert, wie viele Eingriffe da drunter fielen. Die hat die Stirn, also hier diese Wölbung an der Stirn, die ja als sehr männlich gelesen wird, die wurde abgeschliffen, die Nase wurde gemacht, dann wurde der Kiefer aufgesägt und ich glaube ein Stück nach vorne gesetzt, weil die vorher so ein fliehendes Kinn hatte. Kinnimplantat hat sie, glaube ich, bekommen, ein Liplift hat sie bekommen, ein Mini-Facelift hat sie bekommen. Also es waren so, ich weiß gar nicht, 6 Eingriffe auf einmal. Die sah dann einen Monat aus wie Knete und danach wie eine Göttin. Also es war crazy. Genau. Das ist natürlich High-End, insbesondere, was du eben erwähntest, mit dem Abschleifen dieser Wulsten, sage ich mal, das, was sehr viele Männer du gar haben. nicht hast, ne? Habe ich zum Beispiel gar nicht. Ja, ich schon. Aber du hast es ein bisschen mehr. Manche haben es ganz extrem. Ja. Und in den Fällen ist es meistens auch mit der Haarlinienverlagerung wird das gemacht, dass man also das Skalp bis runter zu den, genau, einmal plops runter, abschleift wieder hoch. Das sind Dinge, die machen wir im Übrigen nicht. Ich glaube, das müssen auch Chirurgen machen, die damit eine ziemlich gute Erfahrung haben. Das Absolut. sind meistens Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgen, die also auch skelettär viel können. Also es gibt einfach FFS-Spezialisten. Es gab einen in Belgien, wo, glaube ich, alle hin sind. Der ist dann aber irgendwie gestorben. Der war auch wohl crazy. Dann gehen sie jetzt alle nach, ich glaube, Melba oder Marbella oder so. Marbella. Marbella, Da gibt es wirklich dieses Face-Team, heißt das. Ja. Ich habe da schon mal 2 aus diesem Team kennengelernt und es ist wirklich unglaublich. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Die bedienen fast ganz Europa. Ja. Die haben so eine Expertise, weil sie eben das auch dann oft durchführen und auch die sollten das dann machen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt die, es gibt ja noch Preise andere. sind aber halt auch Preise sind wahnsinnig hoch. Ja. Da ist natürlich eben auch nicht jeder in der Lage, das sich zu leisten. Weswegen auch kleinere und vielleicht nicht ganz so umfangreiche Gesichtsoperationen oder auch nicht-invasive Sachen zu einer Feminisierung oder Maskulinisierung führen können, die auch ein ganz normal erfahrener plastischer Chirurg, der Gesichtschirurgie durchführt, so wie wir, die wir Facelifts machen, Lid- und Augenbrauenchirurgie, dann auch bei uns einspülen. Aber alles, was am Schädel gemacht wird, abgeschliffen wird, Kiefer vorverlagern, das machen wir hier nicht. Und ich finde, das, was du eben aufgeführt hast bei diesem Beispiel, wahnsinnig viel macht aus Brauenlifting. Ja. Diese tiefgelegten Augenbrauen macht so viel aus, wenn das dann einfach eine Etage höher ist. Der Liplift hat auch wahnsinnig viel ausgemacht. Liplift macht viel aus. Also, ne, was ich sagen muss, ich finde, oft sieht es dann ein bisschen nach Schema F aus. Also ich habe, als sie zurückkamen und so abgeheilt war, habe ich gesehen, okay, jetzt siehst du aus wie 4 andere Girls, die ich kenne. Exactly. Also nicht genau das gleiche Gesicht, aber du siehst, es sind die gleichen Eingriffe passiert, es ist der gleiche Winkel hier, es ist die gleiche Nase und so. Was ich cute fand, also und es sah sehr, sehr feminin aus, also ne, wie gesagt, die sah aus wie eine Göttin, aber es sah so ein bisschen, man sah sich so ein bisschen ähnlich. Ja, weil auch die Kreativität hat da ihre Grenzen. Man macht dann einfach das, was möglich ist, um eine maximale Feminisierung in dem Fall zu bekommen. Und dann kann man jetzt nicht noch kleine Details anpassen. Das funktioniert meistens nicht. Deswegen sehen die schon ziemlich gleich aus. Aber doll. Aber doll, ja. Und Maskulinisierung ist dann quasi das Gegenbeispiel davon. Also alles, was man feminisieren würde, kann man dann auch maskulinisieren. Also, aber man macht jetzt keinen Aufbau an die Stirn. Nein. Nee, also das ist dann einfach weniger gut möglich. Es gibt, aber es ist einfach der Schritt zur Feminisierung, der ist im Gesicht viel umfangreicher und viel deutlicher. Im umgekehrten Fall machen wir halt häufig einfach die Kiefernlinie.
Das Also sind Injektionen dann aber, oder? quasi der Kieferwinkel, der Ja. ist, wenn der mehr betont ist, also das, was man so hört, die Ja, ja. Jawline-Augmentation, nur nicht The unbedingt, Diamond Jaw, diese exakt, Geschichten. Okay. nicht unbedingt mit Unterspritzungen, man kann da ja auch Implantate Ach so, setzen, okay. wenn es wirklich ziemlich verkümmert ist. Ja. Ne? Also wenn das wirklich eine ziemlich, Das ist so ein böses Wort. Verkümmert. dann funktioniert das natürlich gut und maskularisiert enorm. Ja. Natürlich würde man jetzt nicht würde nicht die Lippen, den Abstand von Nase zum Lippenrot verlängern, Nein, nur natürlich damit man nicht. männlicher aussieht. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Also das hat so sehr, ist so ein Oder bisschen eine größere reduzierter. Nase machen macht man natürlich auch nicht. Ist klar. Genau, Ja, ja. ja, ja. Okay, verstehe. Alles klar. Ist das nur mein Eindruck oder stimmt das tatsächlich, dass oft die Hormone, also dass Transmänner oft viel doller auf die Hormone anspringen als bei Transfrauen? Oder ist das gleich? Ich habe das Gefühl, dass manchmal die fangen an, Hormone zu nehmen und ein halbes Jahr später erkennst du die kaum noch, weil so viel passiert ist. Bei Transmännern. Ja, Ja, weil das hängt was mit dem Haarwuchs zusammen. okay, das ist das. Und wir haben nicht das Stimmproblem so stark. Hm. Die haben natürlich oft eine etwas höhere Stimme. Man Mhm. kann aber eine höhere Stimme tiefer trainieren als Mhm. umgekehrt. Geht auch, aber man hört es oft dann Hört es oft, trotzdem. Ja. genau. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, was oft auch Teil einer FFS ist, nämlich das Abschleifen des Trachea, ist das? Wie heißt das? Tracheoktomie? Something like that? Tracheotomie, wäre, wenn die Luftröhre aufgeschnitten wird. Genau, das meine ich natürlich. Nein, okay. Nein, es geht Aber darum, genau, die den sozusagen Adamsapfel quasi abzuschleifen. abzuschleifen, die Strukturen, also die sozusagen auch für die Stimmhöhe in die Stimmritze, also quasi, das ist ja ein knorpeliges Konstrukt, unser Kehlkopf. Also für mein Verständnis ist ja also das eine ist der Kehlkopf von außen, den man abschleifen kann. Und das andere ist ja dann nochmal die Stimme, die man tatsächlich auch mit Laser zum Beispiel, wo man die Stimmbänder dann, glaube ich, beschießt, dass die tighter werden oder so, oder das Areal, das weiß ich nicht ganz. Richtig, dass man es verengt oder verkürzt, dass sozusagen dann Höhe und Tiefe sich verändert. Da gibt es verschiedene Operationstechniken, da gibt es auch extra Spezialisten dafür. Das sind keine plastischen Chirurgen, das sind wirklich HNO-Ärzte, die sich in diese Richtung spezialisiert haben. Mhm. Es gibt ja auch Krankheiten, die eine Stimmveränderung mit Mhm. sich bringen. Also da landen im Prinzip auch derartige Patientinnen mit diesen Sachen, die diesen Ja. Wunsch haben. Ich habe hier mal erzählt ich glaube in der letzten oder der vorletzten Folge von meiner Freundin, in der Botched-Folge, die diese sehr zusammengedrückte Brust, diese sehr kleinen Brustimplantate hatten, die hier so in der Mitte waren, ist eine Transfrau und hat mir immer wieder wilde Geschichten erzählt. Auch die hatte bei ihrer Kehlkopfabschleifung, weiß nicht, ob das derselbe Trip war oder ein anderer, ich glaube auch Thailand, die war dabei wach. Die haben ihr das bei vollem Bewusstsein, haben sie ihr den Kehlkopf, also hier die Haut aufgemacht und haben dann an diesem Kehlkopf rumgeschliffen. Dazu war so ein Sauger. Und dann hat die Frau sie mal angeschrien, dass sie nicht schlucken darf, dann würde sie alles ruinieren. Und gleichzeitig hast du diesen Druck auf dem Kehlkopf und die raspeln da rum und irgendwas saugt und du darfst aber nicht schlucken. Wo ich dann auch dachte, Girl, also ne, die Bereitschaft, sich diesen Prozederen auch immer wieder auszusetzen und das auf sich zu nehmen, sollte auch, also ne, redet mal mit Transfrauen, hört ihnen mal zu, oder mit Transmenschen generell, ne, diese Idee von, ihr macht das ja nur, weil es Trend ist oder ihr macht das nur, um auf Frauenklos zu kommen, um da irgendwelchen Frauen nachzustellen. Also ne, das Leid, das diese Menschen oft auf sich nehmen oder die Entbehrung oder die Komplikation für ihr Leben, um ihre Wahrheit leben zu können, ist halt, also ne, das würde niemand machen, nur aus einer Laune heraus, nur aus dem Trend heraus oder nur, um mal auf dem Frauenklo einer Frau nachstellen zu dürfen. Nein. Diese Idee ist so ein Schwachsinn. Aber ja, ich bin schon wieder Polit-Barbie, ich muss mich zusammenreißen. Genau, wir waren bei der Stimme. Da gibt es, also hormonell, sagst du, bei den Jungs gibt es eine Möglichkeit, also es vertieft sich, umgekehrt nicht so, ne? Umgekehrt nicht so. Okay. Juti. Nicht wirklich vertieft, wenn man jetzt diese Pubertätsblocker-Geschichte gemacht hat, dann ist es natürlich einfacher, weil die Hormone dann im Wachstum des Kehlkopfes und dieser Stimmritze, da ist ja einfach noch nicht alles fertig. Deswegen haben wir auch diesen Stimmbruch. Aber wenn danach, ist es eben kaum wieder rückgängig zu machen. Deswegen ist es in die Feminisierung der Stimmritze ist schwieriger. Und das ist eigentlich das Thema. Ja, verstehe. Okay, wenn wir jetzt, aber ne, perfektes Beispiel, wir haben es gerade im Off auch schon besprochen, Kim Petras zum Beispiel, die Sängerin, die ihr ja wahrscheinlich alle kennt, sehr erfolgreich, eine Deutsche übrigens,
Die war ja ich glaube, eine der frühesten oder die früheste Transfrau damals, die Pubertätsblocker bekommen hat oder so. Also die war so ein First in so ganz vielen Fällen. Die hat das ja auch von einem Kamerateam, glaube ich, immer begleiten lassen Ja, oder ja, da so. gab es ja so eine richtige Gab's eine Serie, ne? Dokumentation. Ja. Also über Jahre hinweg. Ich Ja. glaube vom Stern oder Spiegel, irgendwie Ja. sowas. Ich glaube, Ähm, Stern TV war das. Und die hatte nun wirklich eine glockenklare, sehr helle, sehr Mhm. hohe Stimme und das wäre natürlich nicht möglich gewesen, Ja. wäre die in die Pubertät gekommen. Ja. Also ne, auch die Träume, die sie sich erträumt hat als Kind schon, ne, die Karriere, die sie sich erträumt hat, das Talent, das sie gehabt hätte, all das wäre weg gewesen, hätte man die gezwungen, die Pubertät normal zu durchschreiten. Ja. Ja, blöd. Und es ist ja offenbar alles gut gelaufen. Ja. Ja, es wird ja immer wieder angeführt, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, sowas Invasives wie ich schleife den Kehlkopf weg, mach da jetzt eine weibliche Stimme draus oder so, oder ich schneide da irgendetwas weg und mache etwas bis hin, wir kommen ja noch drauf zur geschlechtsangleichenden Operation, also mit Neovagina oder Neophallus. Neophallus. Dann sind es ja Dinge, die sind ja nicht mehr rückgängig zu machen und man würde ja etwas tun, was vielleicht in wenigen Jahren die Patientin und der Patient, wenn wir sie mal so nennen wollen, wenn es ja um Operationen geht, das dann nicht mehr wollen. Ich glaube, das ist super selten. Also die Transition Rates, es gibt da variierende Studien zu. Es gibt eine Studie von, ich glaube, Health LGBT heißen die haben die Transition Rates von 13%, rufen die auf. Dann gibt es andere Studien, auch aus UK, glaube ich, die reden von 0,4%. Also ne, die Fluktuation ist sehr, sehr groß. Es hängt auch in meiner Wahrnehmung sehr mit dem Zeitpunkt der Studie zusammen. Also ne, in Zeiten, als die Akzeptanz für Transmenschen relativ groß war, waren die Transition Rates sehr, sehr niedrig. Und natürlich in Zeiten wie die, ich habe das vorhin schon gesagt, in Zeiten wie jetzt, wo einfach der weltweite Hass so massiv ist und auch in der Presse so gehetzt wird, also auch gerade in UK zum Beispiel so gehetzt wird durch J.K. Rowling und andere TERFs, ist die Transition Rate größer. Das Missverständnis dabei ist, dass das passiert, weil der Trend jetzt vorbei ist oder so, Ja. ne, der vermeintliche, sondern ne, die Menschen sagen, man kann ja diese Studien einfach lesen, da steht das alles drin, ich kann es entweder nicht ertragen, wie mit uns umgegangen wird, ich kann es nicht ertragen, so sichtbar zu sein. Ich bin dem Druck meiner Familie, habe ich mich gefügt. Oder, und auch das ist ein wichtiger Aspekt, der bei all diesen Prozederen, die wir hier besprechen, weil die alle sehr viel Geld kosten, auch total wichtig ist, ich habe die finanzielle Instabilität nicht ausgehalten, weil ne, Transmenschen haben viel größere Probleme, Jobs zu finden und gut bezahlte Jobs zu finden, außerhalb der sexuellen Ertüchtigung, sagen wir jetzt mal, außerhalb von Sexwork. Und das ist halt auch einfach ein Fakt. Ne? Also wenn du dich für deine Transition entscheidest und sagst, ja, das ist mein Leben, so möchte ich leben, aber dann mit der Realität konfrontiert bist, dass du dir einfach nicht leisten kannst. Total. What are you gonna do? Und es ist wirklich, was du eben auch sagtest, es ist so, es dreht sich ja leider Gottes bei diesen Personen, Transmann, Transfrau, es dreht sich ein Riesenteil ihres Lebens um diese Transition. Und das machen die ja nicht, weil sie dazu jetzt gerade Bock haben. Und das muss man einfach mal verstehen. Es wird ja immer wieder so gedreht. Ja. Wieso muss das denn jetzt sein? Ja. Das tut mir auch vollkommen leid. Also ich habe so viele gesehen aber es gibt nicht nur traurige, es gibt auch also in den meisten Fällen tolle Fälle. Und das ist natürlich für uns auch schön zu sehen, wenn die dann plötzlich strahlen, wenn dann halt die Lippe wieder da sitzt, wo sie eben sitzen sollte und das ganze Gesicht sieht einfach jetzt weiblich aus und die Haare sprießen bei den Transmännern, das sind die pflegen ja jedes Haar dann. Yes. Und ich finde es toll. Ich auch, ich liebe es sehr. Wir haben uns jetzt von oben nach unten bis zum Kehlkopf schon gearbeitet. Lass uns mal in die Titulatur kommen, wie ich immer nett sage. Also Die Titulatur. Ich weiß gar nicht, ob meine Freundin Ina das irgendwann mal angeschleppt hat, dieses Wort, aber es ist auf jeden Fall nie wieder weggegangen. Bei mir ist es im festen Sprachgebrauch. Genau, wir sind im Brustbereich. Ich habe gerade schon gesagt, auch bei vielen meiner nicht-binären FreundInnen ist Top Surgery ein Thema. Also das sieht man relativ häufig mittlerweile, finde ich tatsächlich, dass AFAB-Menschen, also Assigned Female at Birth, AFAB, tatsächlich den Schritt gehen und sagen, ich will lieber ohne die ausgebildete Brust leben. Es fühlt sich besser an für mich. Ich fühle mich dann more in tune mit meinem Körper. Gibt es da eine medizinische Geschichte? Also die müssen wahrscheinlich diese ganzen Schritte nicht durchlaufen, die man bei einer geschlechtsangleichenden OP durchlaufen muss, oder? Nein, Oder gilt das als Amputation?
Es ist, also das ist so ein bisschen, rutscht da immer so ein bisschen durch. Das ist einer der häufigsten Eingriffe ist die Mastektomie bei Transmännern. Mhm. Denn wenn einmal die Pubertät durch ist und die Brust ist entwickelt, geht die nicht mehr, indem man jetzt die Hormontherapie umstellt, dann geht die Brustdrüse leider nicht mehr weg. Mhm. Ne? Und die muss dann entfernt werden. Und das ist eigentlich der erste Wunsch, den Transmänner haben. Und das wird wirklich ganz, ganz häufig durchgeführt. Und das ist auch richtig so. Mhm. Und da haben sich auch die OP-Techniken super entwickelt. Und was du fragst, es wird auch von den Krankenkassen übernommen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen da sind. Mhm. Also wenn all die Punkte Personenstandsänderung wird im Übrigen nicht verlangt dafür. Das war früher strenger. Aber dass dann doch irgendwo Gutachten bestehen, die sagen, okay, es liegt hier eine Transitionswunsch vor oder es ist so, dann wird es auch durchgeführt. Das ist ein ganz, ganz häufiger Eingriff, denn das ist etwas, was man dann doch eher noch macht, als vielleicht eine richtige Geschlechtsangleichung. Da gibt es berechtigterweise ja auch immer noch Zurückhaltung und das muss jeder auch für sich selbst entscheiden. Und ist, glaube ich, auch nicht mehr so maßgeblich. Also das ist ein großes Ding, was ich beobachte, dass die Transfrauen in meinem Freundeskreis, die eben schon älteres Kaliber sind, 50, 60 plus, da war das quasi ein zwingender Teil der Transition. Also ich habe das Gefühl, da wurde gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern es war halt irgendwann die logische Konsequenz. Und da erlebe ich auch ein bisschen Verwunderung von dieser Generation gegenüber der neuen Generation, die oft sagen, mir ist das egal, ich mag meinen Schwanz vielleicht sogar, das stört mich gar nicht. Der bleibt. Absolut. Und dass dann die ältere Generation sagt, also dann seid ihr keine Transfrauen, dann seid ihr was anderes, aber dann seid ihr nicht wie wir. Also das gibt es auch, ne, so ein Generationsbruch, wo man das nicht nachvollziehen kann, weil auch mein Empfinden, die ältere Generation das noch sehr binär denkt oft. Also du bist, ich definiere mich als Transfrau, also definiere ich mein Frausein, mein Transfrausein auch in einem sehr binären System. Es ist entweder oder, es ist schwarz oder weiß, es ist 1 oder 0. Und das erlebe ich bei der jüngeren Generation auch viel seltener. Das gibt es natürlich auch nach wie vor, aber viel seltener. Ja, man hat ja auch lange gebraucht, um zu begreifen, dass jetzt eine Transfrau nicht ein homosexueller Mann ist, der gerne, also ich gebe zu, als ich damals als Assistenzarzt gestartet habe, ich schweife jetzt kurz aus, da gab es einfach viele Transfrauen, weil mein damaliger Chef diese OPs durchgeführt hat, diese Geschlechtsangleichung. Und ich erinnere mich an eine Frau, die war total nett, wir haben viel gequatscht, die hat mir eben auch viel erzählt von sich. Und die sagte dann, das ist jetzt irgendwie einfach so, wenn jetzt endlich mal das Ding da ab ist, dann ist sie jetzt endlich komplett, dann ist das jetzt alles geschafft und abgehakt und super und sie ist so glücklich mit ihrer Frau und das alles so. Und ich, Moment mal, was? Wieso lassen sie sich das denn jetzt machen? Die sind doch mit einer Frau, das verstehe ich nicht. Also dann habe ich selbst gemerkt, mein Gott, was für Schubladen denke ich, denn es war bei mir, ploppte plötzlich auf, wieso will die denn jetzt lesbisch sein? Irgendwie so. Natürlich muss das auch einfach in den Menschen, in den Köpfen einfach mal so ein bisschen durchsickern, aber es ist jetzt, glaube ich, lang genug gesickert, auch in der Gesellschaft, dass dieses Thema, denke, durch sein müsste, dass das nichts mit der Sexualität zu tun hat. Überhaupt nichts. Ja, ich glaube, das verstehen ganz viele Leute nach wie vor noch nicht, aber auch einfach, weil sie keine Transmenschen kennen. Ne? So viele Leute haben so viel Meinung über Transmenschen, sind noch nie bewusst einer Transperson begegnet. Also mit Sicherheit wahrscheinlich schon, aber einfach noch nicht bewusst realisiert. Aber ich kenne das von mir genauso. Ne? Ich hatte auch, es gab damals diese Trans-Bürgermeisterin, also die ist als Mann noch quasi gewählt worden als Bürgermeisterin oder als Bürgermeister und hat dann im Amt, hat sie ihre Transition vollzogen und dann stand irgendwo, sie ist jetzt mit einer Frau zusammen und habe ich damals auch so ganz blöd gesagt, irgendwie, hätte sie sich ja dann noch sparen können. Es ist natürlich nichts damit zu tun hat. Ja, ich finde es aber ignorant super, dass du das auch sagst. Ja, war ich auch, musste mir auch mal jemand sagen und dann habe ich einmal drüber nachgedacht und dann war es klar. Aber für den ersten Moment dachte ich auch, verstehe ich jetzt nicht. Genau, man muss es komplett abgekoppelt sehen. Ja. Und also Gender und Sexualität, 2 verschiedene Sachen. Richtig. Und genau, Punkt. Es ist einfach so, die Brustentfernung bei Transmännern ist genau wie die der Brustaufbau bei Transfrauen eine der häufigsten und überhaupt die häufigste Operation in der Transition. Und
wenn wir jetzt von Transfrauen sprechen, meine Erinnerung, vielleicht erinnere ich es falsch, ist, dass die Krankenkasse eigentlich sagt, dir muss das reichen, was die Hormontherapie auslöst. Wir zahlen keine Implantate. Stimmt das? Mittlerweile sehr unterschiedlich. Es gab mal eine Zeit, da kann ich mich erinnern, als ich noch in der Klinik war, die auch mit Kassenzulassung gearbeitet hat, da war das kein Problem. Da gab Okay. es, man nannte es extrabudgetäre Verhandlungen mit den Krankenkassen. Mhm. Es wurden andere Pauschalen gezahlt, die waren teilweise auch attraktiv für die Krankenhäuser, was gut war, denn dann wurden die auch zulasten der Krankenkassen behandelt. Mhm. Das wurde dann wieder etwas eingedämmt, da mussten wieder die medizinischen Dienste Gutachten erstellen. Ich glaube, es wird immer schwieriger Mhm. und ich weiß, dass viele, die in einer ganz normalen gesetzlichen Krankenversicherung sind, die dann doch zu uns kommen, weil sie einfach abgelehnt wurden mit Mhm. diesem Wunsch. Genau, weil reicht doch, ist doch ein Mhm. bisschen was da, ist ja gerade so ein Mhm. Mikro-A-Körbchen, was willst du mehr? Hast eine Yoga-Brust, muss reichen. Ja, und es gibt auch Männer, Cis-Männer mit Gynäkomastie, die Right. sehen wahrscheinlich noch schlimmer aus, haben größere Brüste, als was du da jetzt hast. Was willst denn die da abhaben? Mhm. Und so weiter und so fort. Und im Ende endet es dann doch in einer Selbstzahlerleistung. Verstehe. Was wir jetzt gar nicht besprochen haben, ist Haarentfernung. Also, ne, das ist ja noch im Gesicht, Haarentfernung ist natürlich auch ein Riesenthema, bei Naja, Transfrauen natürlich und auch ein sehr schmerzhaftes, ne? Also das höre ich von all meinen Girls, die sagen, das ist das Fieseste überhaupt, da die immer wieder Haarentfernung Ja, der mit Laser. Ja, im Gesicht. Das muss Ach so, im wahnsinnig Gesicht, schmerzhaft ja. sein. Ja, Ja, das richtig, ist. richtig gemein. Hm. Ähm, Ich hoffe, dass da irgendwann mal Geräte kommen, die das besser können und Gibt mit schon, also es weniger gibt jetzt Schmerz. schon. Diese Einzelnadelentfernung, das hat ja immer so Narben hinterlassen. Ich glaube, das macht man jetzt weniger häufig. Ja. Gibt schon eine Weiterentwicklung, haben wir auch. Ich lasse mir ja immer, bei mir wachsen ja ganz fürchterlich die Haare ja auf den Ohren. Ja, also da gibt es aber Laser, die sind jetzt schon so hoch leistungsstark Mhm. und weniger schmerzhaft, weil sie sehr schnell gehen. Also man muss da nicht so oft drüber gehen. Also hat sich schon einiges verbessert, aber es ist ein Riesenthema mit der Haarentfernung. Mhm. Und gerade im Gesicht. Das ist natürlich auch stigmatisierend. Ne? Ja. Wie oft macht ihr Pektoralimplantate bei Transmännern? Super selten. Machst du ja eh nicht so häufig, hast du gesagt, aber selten. Super selten. Also das hat auch stark abgenommen. Ja, Oder es ist auf einem ganz niedrigen Niveau stagniert. ja, Gibt auch gar nicht mehr so viele. ja. Auch die Firmen mit dem Pectoralisimplantaten stellen das gar nicht mehr, also nur noch auf Nachfrage. Es gibt sie nicht mehr so viel von der Stange. Ach, verstehe, okay. Ja, also die werden extra hergestellt. Okay. Wenn wir meine irgendwann mal austauschen müssen, müssen wir dann irgendwo bestellen. Es gibt ja eine Firma noch, die es, glaube ich, hat, ich glaube in Brasilien, die noch auf der Stange hat, aber ich weiß jetzt, unsere Firma, die wir damals genutzt haben, die macht das nicht mehr. Okay, verstehe. Ja. Interessant. Lass uns mal ein bisschen weiter noch runterrutschen. Du hast vorhin schon angesprochen, Fettabsaugung ist natürlich ein großes Thema. Mhm. Body Sculpting, was geht nicht? Also durch Fettabsaugen kann man natürlich viel auch am Körper formen. Ne? Das Mhm. fängt ja an mit schmalere Taille machen. Wir können also Bauchfett entfernen, was man natürlich unabhängig, ob Transitionspatienten das brauchen. Bei jedem kann man da körperformende Maßnahmen durchführen. Und das gehört einfach auch mit dazu, steht aber nicht vielleicht so im Vordergrund. Mhm. Eher der Fetttransfer, Mhm. der eben auch feminisierend sein kann, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, wie zum Beispiel, wir kennen das, Brasilien-Butt-OPs. Mhm. Also du kannst also auch Fetttransfer, weiblichere, rundere Formen Mhm. bringen, wenn eben sehr, sehr schmal Hüfte alles und ist, Arsch, Hüfte und ne? so weiter. Ja. Das ist etwas, was häufig mit dazu zählt. Umgekehrt weniger stark möglich. Das hatte ich vorhin Mhm. schon gesagt, dass bei Transmännern kann man durch eine Fettabsaugung auch nicht das Becken verkleinern. Mhm. Ja, das ist einfach so. Was natürlich ein Riesenthema ist, in Deutschland Gott sei Dank weniger als in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, wo das immer noch auch gang und gäbe ist, sind illegale, was heißt illegale, aber ja, Silikoninjektionen. Silikon sollte einfach nicht in den Körper injiziert werden. Der Körper kann damit nichts anfangen. Man läuft wahnsinnige Gefahr, dass sich das irgendwann entzündet, dass es anfängt zu wandern, dass es riesengroße Probleme gibt, Komplikationen gibt, Gesundheitsschäden, kann tödlich sein sogar, wenn das schief geht und kostet wahrscheinlich auch wieder eine Heidenmenge Geld und sehr viel Schmerzen, das Zeug wieder rauszuholen. Also ich sehe, man kann es jetzt gerade beobachten, Alexandra Billings, auch eine berühmte Transfrau, eine Schauspielerin in Amerika, in den USA, die hat es gerade sehr öffentlich geteilt, die ist über 60 und hatte in ihren 20ern mehrere Silikoninjektionen, genau auch Hüfte und Arsch eben, um das schön feminin zu machen. Und
Und das musste rausoperiert werden und die ist gestorben vor Schmerzen. Die hat also über Wochen, die musste immer wieder hin und noch was raus und noch was raus. Und dann, ne, die hat ja diese ganzen Ablaufgeschichten an sich dran, wie das alles da. Schrecklich. Horror. Und die ist wirklich hart im Nehmen. Ja. Also ja, das muss man wirklich allen davon abraten. Ich weiß, die Verzweiflung ist da oft groß und es ist sehr verlockend zu sagen, ach, für ein paar 100 € habe ich plötzlich den Körper, den ich haben will. Ich kann das verstehen. Aber es ist wirklich saugefährlich. Wichtig, wirklich dann sich seriös dann zu informieren, wer bietet es an, wer hat Erfahrung. Das kann man alles echt gut recherchieren. Ja. Aber oftmals spielt hier Ja, und das ist. das Monetäre eine Rolle. Und Ja. ich habe auch eine Geschichte, das war eine Transfrau, die sich auch mangels finanzieller Mittel, hat die sich in Belgien, sie kam aus Köln, hat sie sich in Belgien irgendwo ich sag mal, in der Garage, ich weiß nicht, also es war wohl in irgendeiner Arztpraxis mit Anführungszeichen, hat sie sich Brustimplantate machen lassen. Und sie kam dann zu uns in die Sprechstunde, weil alles ganz entzündet war als Notfall. Ach, die mit den Plastiktüten. Das hast habe ich dir du schon mal erzählt. Ja. Und dann haben wir die notfallmäßig operiert und dann hatte die 2 Zipper, ne, diese Ziploc-Bags. ja, diese Gefriertüten, ne, Ja. die waren dann eben doppelt. Eine war mit Wasser gefüllt und dann war noch mal so ein Zipper drüber und dann haben die das irgendwie da reingestopft. Sie war auch ein bisschen korpulenter, sodass das nicht gleich so aufgefallen ist. Es war völlig infiziert und es war ein Drama. Und sie erzählte eben, das hat sie eben dann 1.000 € gekostet und nicht eben wie das sonst 5, ja. 6, 7 oder noch mehr. Und das sind eben die Dinge, die ganz schlimm sind und auch was ich bin auch so Frustriertes. sauer. Wie kann man sowas machen? Echt, wie kann man die Verzweiflung von Menschen so ausnutzen? Du glaubst nicht, was es gibt. Aber das ist so eklig. Also die Leute, denen will ich Schmerzen zufügen. Ja, du weißt, also da ist diese, ja, diese, ich kann nicht sagen, wie man das am besten ausdrückt. Das ist ja auch eine Geldgier oder Ja. etwas, ist ja völlig absurd, wenn man sowas auch durchführt. Bestialisch. Wie kann man als Mensch das bewusst einem anderen Menschen antun für Kohle? Wissend, dass das dazu führen kann, dass die stirbt, die Person. Ja. Ja. Jetzt lass uns mal zur Königsdisziplin kommen. Der Genitalbereich. Da gibt es viele Missverständnisse, glaube ich auch, was, also gerade ne, FTM, Female to Male Transitions, was da möglich ist tatsächlich, wie funktional diese Geschichten sind, was an Sensitivitätsverlust zu erwarten ist oder vielleicht auch nicht zu erwarten ist. Erzähl mal. Grundsätzlich ist es so, dass die Transition Female-Male einfach schwieriger ist. Weil wir haben natürlich dann, ganz klar, wir müssen ja irgendwo ein Phallus bauen und da gibt es also ganz viele, eine Unzahl an Techniken. Die am häufigsten angewendete Technik ist die mit einem freien Lappen, nennen wir das, vom Unterarm. Da wird sozusagen ein Hautmuskel, Rollhautlappenpenoid. richtig entnommen. Der entstehende Defekt am Unterarm wird mit Spalthaut, also das ist natürlich, da werden Schäden produziert, die wieder aufgefüllt werden müssen mit Hauttransplantation. Das nimmt man in Kauf, weil man eben diesen Phallus möchte. Und logischerweise muss dann natürlich auch eine Harnröhre entstehen. Es müssen sich Gewebeformationen bilden, die da vorher nicht waren, wie zum Beispiel, also so eine Harnröhre, die ist ja ständig feucht, da wird ja so, der Harn fließt ja ab und das ist ja am Anfang Haut, die muss sich umbauen in sogenanntes Übergangsepithel, so heißt das Gewebe in der Harnröhre, das ist ja nicht da und das wird auch nie so, wie es jetzt normalerweise ist, sein. Also das sind immer Dinge, die sind sehr anfällig für Infektionen, für Strikturen. Diese Harnröhre muss lange bougiert werden, also immer wieder aufgedehnt werden, dass sich eben nichts vernarbt und dann eben auch der Harnabfluss gewährleistet ist. All diese Dinge ist eine große Palette an Komplikationsgefahren, die das Ganze so schwierig macht. Und schmerzhaft. Und es sieht auch oftmals nicht so befriedigend gut aus. Ach, ich habe schon ein paar ganz gute gesehen. Und ich sage oftmals, aber oftmals ist es einfach dann entweder zu dick oder zu dünn oder zu kurz. Sensibilität ist schwierig. Die Eichel wird aus der Klitorishaut gewonnen quasi. Also die Hoffnung ist, dass da eine vergleichbare Sensibilität bleibt. Richtig, also man verlängert das sozusagen, man versucht gestielt an den Nervenfasern die Klitoris
sozusagen als Eichel oder in die Eichel mit zu integrieren oder am Schaftende. Da kann ich nur sagen, was mir Patienten erzählen, dass das also keine sexuelle Sensation ist. Das ist eher eine Hypersensibilität, die oftmals auch nicht angenehm ist. Und dann macht man dann auch wieder einen Eingriff, um diese dann rückgängig zu machen oder lieber abzudämpfen. Also das ist schwierig. Was ist denn mit der Erektionsfähigkeit? Weil, also, ne, wie das bei einem Cis-Mann funktioniert, dass da Schwellkörper sind, da pumpt Blut rein bei Erregung, dann wird das Ding steif, dann geht es wieder runter. Das ist es ja nicht. Nee, das ist ja bei dem Neophallus nur möglich mit einem also da kann man zusätzlich einen sogenannten Stiffener einbringen. Das ist eine Silikonhülle, die über ein Ventil mit Kochsalzlösung gefüllt wird. Das Ventil kann man implantieren, kann man auch durch Druck sozusagen den Phallus füllen, also diesen Stiffener. Und dann ist dann eben auch eine Erektion möglich. Okay. Und wenn man dann fertig ist, dann kann man das wieder zurücklaufen lassen. Okay, Das ist spannend. das heißt, man hätte irgendwo am Körper, hat man eine Stelle, wenn man da drauf drückt, dann wird das ja, hart. das wird unter die Haut implantiert und das kann man durch Druck, also wie aufpumpen und In der zurückpumpen. Öffentlichkeit, wenn da jemand in der U-Bahn zu nahe steht und den Ellbogen da reindrückt, was ist so upsie. Es wird aber auch nicht, das ist nicht immer so, dass beim Neophallus das gleich immer mitgemacht wird. Oft auch nicht erwünscht. Nein, oft oder? eben auch nicht. Es geht auch, glaube ich, da gibt es übrigens auch Studien, was das Ziel dieser letztlich großen Operation ist für den Transmann. Das sind oftmals einfach, das ist das Gefühl, dass da jetzt ein Penis ist, dass der wirklich ausgebildet ist. Es geht gar nicht um den sexuellen Akt, dass das sexuelle Akt damit durchgeführt wird. Geht eher oft darum, sagst du, dass da einfach was ist, dass das Gefühl dass da was ist und dass man eben auch so zum Beispiel urinieren kann, wie das ein Cis-Mann macht. Right. Das Right. ist das, Und eine Badehose anziehen kann am Strand, ohne dass man packt. Dass man da irgendwas reinstopfen muss und so weiter und so fort. Und das ist, ich glaube, das ist eher dabei wichtig, als jetzt einen steifen Penis zu bekommen. Und lass mal zu den Girls kommen. Weil, also, ne, ich habe ja selber als Kind oft laut deklariert, auch dass ich mich für ein Mädchen halte und habe dann auch in dem Moment, wo ich in den Nachrichten gesehen hatte, dass es geschlechtsangleichende Operationen gibt, habe ich das lauthals eingefordert bei meinen Eltern und habe gesagt, ihr müsst das jetzt, ich will das haben. Und da war ich, weiß ich nicht, 5 oder so. Und ne, das war, ich wusste damals, wir kannten den Begriff Nicht-Binarität nicht, also ne, das Konzept gab es nicht, es gab nur Cis-Mann, Cis-Frau und dann gab es eben transgeschlechtlich und dann habe ich gedacht, okay, dann muss es halt das sein. Also ne, wir hatten ja damals diese ganzen neuen Vokabeln nicht, die ganzen neuen Bedeutungen nicht und diese Optionen nicht, die man so vorgedacht bekommen hat, wo dann gesagt wurde, hier, das kannst du übrigens auch sein. Und deswegen war das für mich so klar, dann muss ich eben das sein. Das hat sich aber auch nie so 100%ig angefühlt, aber als Kind fand ich das doll, also mit 5, 6. Und habe das so eingefordert und habe dann natürlich fasziniert über Jahre immer wieder auch gelesen, wie funktioniert das, was wird da genau gemacht. Und habe dann, sobald ich meine erste Transfrau kennengelernt habe, auch sofort total übergriffig, total intime Fragen gestellt, weil das für mich halt so ein persönliches Ding war, weil ich halt unbedingt wissen wollte, wie fühlt sich das tatsächlich an, wie ist die Sensationsmöglichkeit, wie ist deine Orgasmusfähigkeit, kannst du mehrmals hintereinander kommen, und ne, dann, also die erste, die ich damit so behelligt habe, die war sehr offen und wollte mir das auch alles sehr gerne erzählen, hat dann auch gesagt, Girl, du hast gar keine Ahnung. So, ne? Also das Ding reinigt sich nicht von selber. Ich muss die ganze Zeit da selber duschen und machen und tun. Ansonsten, ich zitiere, stinkt das wie eine tote Kuh. Und ich dachte, oh, so, okay, cool, thanks. Dann hat sie gesagt, das Weiten war direkt nach der OP, also ne, sie musste die ganze Zeit, sie musste immer mit so einem Dilator, sie musste weitermachen, tiefer machen. Das hat wahnsinnig wehgetan über eine ganz lange Zeit. Sie sagt, sie kennt ganz viele Girls, die haben es zuwachsen lassen, weil ihnen das zu anstrengend war. Also ne, die wollten... Genau. Also ja, sorry, ich greife vor, aber erzähl du doch mal die Fachseite. Ja, das ist genau, die Operation an sich ist eine... die dauert so zwischen 4 und 5 Stunden im Schnitt. Man entfernt die Hoden aus dem Hodensack, lässt erstmal die Haut des Hodensacks stehen. Man entfernt dann schrittweise den Schwellkörper, kürzt die Uretra, also die Harnröhre, versucht dann eine Verkleinerung der Eichel durchzuführen und die gestielt an ihrer Nerven- und Gefäßversorgung so zu positionieren, dass es einer Klitoris ähnlich ist. Das sieht rein äußerlich ganz toll aus. Und das Hauptproblem ist einfach die Tiefe der Vagina zu erhalten und sie eben auch
reinzuhalten, weil es ist einfach Haut, die wir nach innen stülpen. Wir stülpen sozusagen die Penishaut nach innen. Es wird quasi der Zwischenraum zwischen Anus und also quasi diese Dammregion wird dann sozusagen als Neovagina in Eingang gefunden, ist sehr nah am Darm dran. Das erschwert die Operation, ist sehr anfällig auch für Blutungen. Aber das Hauptproblem ist die Nachsorge und das ist, was wir da täglich hatten. Die Bougierung, ne, dass die Patientinnen eben das die ganze Zeit bougieren müssen, tief halten müssen. Es gibt Infektionen, die Haut will nicht richtig anheilen, dann stirbt ein bisschen von der Haut ab, dann stinkt's, dann muss man das alles wieder. Also es ist ein wahnsinnig langer Prozess und genau wie du es schon gesagt hast, viele lassen es dann halt einfach auch sein und haben dann einfach nur eben keinen Penis mehr. Sie haben auch, genau wie ich es bei den Transmännern eben erklärt habe, die Eichel, eine Ejakulation ist ja nicht mehr möglich. Die Eichel ist dann einfach auch sensibel. Das ist wie ein hochsensibler Bezirk. Ich kann nicht genau sagen, es gibt wahrscheinlich Studien, das kann ich auch wirklich jetzt nicht zitieren, was dann an sexueller Sensation über so eine rückgesetzte Eichel als Klitoris möglich ist. Aber es scheint wohl etwas mehr zu sein als vielleicht im umgekehrten Also ich Fall. habe sehr viele unterschiedliche Varianten gehört Ja. von Transfrauen selbst. Ich habe Girls gehört, die mir gesagt haben, also für sie sie bevorzugen Analsex nach wie vor. Sie finden das, also ne, da hat sich für sie nicht so viel geändert. Sie mögen das nicht so sehr mit dem neuen Ding quasi. Wieder ihre eigenen Worte. Aber durchaus noch in der Lage, einen Orgasmus zu empfinden oder zu erleben. Und ich habe andere Girls, die gesagt haben, also es ist besser als vorher, ich spüre alles, ich kann super Das gibt es aufkommen, eben ist auch. ganz toll, es ist alles super sensibel. Und es ist ja auch ein ganz ein Bezirk sozusagen, der ja nicht nur abhängig ist von der Klitoris oder von Genau. von der Glanzpenis. Also das ist ja, es ist ein multisensationelles Erlebnis. Ja, und ich glaube, viel ist auch einfach das Erleben, als Frau Sex haben zu können. Ne? Also jetzt endlich nicht mehr da was verstecken zu müssen oder das oder das ne? spielt sich ja ganz viel im Gehirn Genau, ab. sondern da ist da eine Öffnung, wo eine Öffnung sein soll und das ist alles toll und da können wir mit was machen und das fühlt sich Absolut. alles richtig an. Richtig. So, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. So, cool. Ja, Mann, dann haben wir jetzt echt eine schöne lange Folge zu dem Thema gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Vielleicht habt ihr euch auch gesehen gefühlt, freuen wir uns sehr. Und ja, das war schön. Vielen Dank für dein ganzes Input, weil ich lerne bei dir immer wieder auch viel. Ja, ganz meinerseits und umgekehrt. Und ich will auch nur noch mal für die Menschen sagen, die eine Transition machen, ob die ein bisschen ist oder das volle Programm. Wir freuen uns über jede und jeden, der kommt und der wird hier auch ganz normal behandelt. Das ist das, was mir im Übrigen, ich habe es nämlich noch nicht gesagt, was viele, die schon zu einer Erst- oder Zweitmeinung, sie waren dann bei uns zur Drittmeinung und Beratung, die mir zu verstehen gegeben haben, dass ein großes Problem in diesem Prozess ist, wenn dann dort Ärztinnen oder Ärzte sind, die denen ein schlechtes Gefühl vermitteln. Denn das Verständnis dafür, das ist total wichtig, die müssen sich verstanden fühlen, Patientinnen, Patienten, genau wie ich bin ja auch ein Patient irgendwo in irgendwelchen Situationen und für mich ist es ganz weird, wenn ich dann irgendwo bin und da ist jemand, denke ich mir, der macht sich vielleicht sogar noch über mich lustig, versteht das gar nicht, findet das völlig doof. Das ist hier nicht der Fall und das möchte ich nochmal sagen. Ja. Ne? Nein, ich habe ja auch schon ein paar prominente Transfrauen rein und rauslaufen sehen. Na Zenghu. Sehr schön, mein Schatz. Dann freue ich mich sehr. Lass kurz nächste Folge, einen kleinen Ausblick auf unsere nächste Folge sagen. Was machen wir? Nächste Folge hatten wir ja schon mal so angedacht und jetzt wird es auch so kommen. Es geht um Devices, um Geräte, um nicht-invasive Maßnahmen neben nur Injektion, Botox, Filler, sondern eben Laser-Treatments, Radiofrequenz, Ultraschall, was es da alles so gibt und ehrlich gesagt, was es vielleicht nicht geben sollte, was überhaupt nichts bringt, was wirklich was bringt, auch was nur so mittelmäßig kann. Was auch Schaden anrichten kann. Ich möchte da auch, wir wollen nicht viel urteilen, aber wir wollen mal alles so ein bisschen durchgehen und da gibt es schon Listen, die belegt sind und dass ihr vielleicht so ein bisschen mal geprimed werdet, was wirklich was bringt und was nicht. Ich versuche das. Was ihr euch sparen könnt.
was ihr euch sparen könnt. Und ich versuche da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Sehr schön. Da freue ich mich sehr drauf. Gut, ihr Süßen, bis zum nächsten Mal. Bis Folgt zum uns nächsten gerne Mal. auf Instagram, folgt uns bei Spotify, empfehlt uns weiter an eure Freunde und FreundInnen. Genau, dann bis dahin. Tschüss.